Roadtrip Time. Wir nehmen den Volkswagen Capri. Schatz, du sollst damit aufhören, die Leute glauben das noch. Wir nehmen den schönsten ID.5, den Ford jemals gebaut hat und fahren damit runter in die Türkei. Übrigens, du weißt aber schon, dass man Urlaub auch mehr als zwischen Deutschland und Türkei machen kann, oder? Ich weiß, aber ich fühle mich da wohl. Ja, somit ist alles gesagt. Happy Wife, Happy Life. Also fahren wir wieder einmal runter in die Türkei und wir nehmen euch mit. Film ab. Und so sieht das Ganze nun im gepackten Zustand aus. Wir haben die Koffer einen so und den anderen so nach oben hin. Aber so haben wir einfach nach unten hin mehr Platz und ist einfach besser so. Deshalb haben wir uns entschieden, die Abdeckung dort rauszumachen und das Ganze dann so anzuordnen. Und ja, ihr seht das richtig. Das ist hier meine mobile Ladelösung. Der Koffer von dieser mobilen Ladelösung ist so ausladend wie hier so ein Trolley. Und das habe ich einfach nicht eingesehen. Und das wäre halt cool, wenn es jetzt einen Frunk gäbe. Dann könnte ich die ganzen Kabel, die jetzt hier drin sind, so für hier CE und alles, könnte ich dort reinpacken und müsste es jetzt gar nicht im Kofferraum in so einer Tüte mitschleppen. Aber gut, ja, es gibt mal immer für alles ein erstes Mal. Und meine Frau, die ist jetzt hier auch alles am Packen und Verrichten. Bist du schon aufgeregt? Okay. So, ich zeige euch jetzt kurz noch das Auto. Wir haben hier 100%, also das ist schon mal wunderbar. Und dadurch, dass der Kofferraum offen ist, kann ich jetzt hier nicht zum Langzeitzähler, aber nicht schlimm. Wir können das Ganze auch hier machen. Nullen das Ganze einmal. Perfekt. Wunderbar. Das ist jetzt unser Zähler hin und zurück. Dann sind wir mal gespannt, was nach den ganzen 1000 Kilometern hier für ein Verbrauch steht. Und somit würde ich sagen, fahren jetzt nun langsam los. Kurzer Hinweis, bevor der Roadtrip hier startet. Im Jahre 2023 haben wir mit dem EQB, den haben wir jetzt leider nicht mehr, bereits schon multiple Roadtrips gemacht. Auch in die Türkei sind wir damit gefahren und die Videos dazu findet ihr oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox. Und im Jahre 2024 haben wir mit dem EQB nochmal den Roadtrip in die Türkei gemacht. Um uns mit dem Ford Capri warm zu fahren, haben wir damit im Jahre 2025 auch einen Roadtrip zum Lago Maggiore gemacht und beide Videos findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Reden wir hier über das Setup. Wir fahren heute Richtung München, dann durch Österreich, Richtung Wien, dann Ungarn und dann in Nordserbien bei Palić. Wie gewohnt bleiben wir beim Hotel, gehen dort zu dem gewohnten Restaurant, essen was Schönes und ruhen uns aus für den Tag morgen. Soweit so unspektakulär. Spannend ist, ich habe euch ja vorhin beim Einpacken mit den Koffern und so weiter, mit der Ladelösung und so weiter gezeigt, dass es alles etwas uncool ist, weil dieses Auto keinen Frunk bietet. Lustigerweise, als wir noch den EQB hatten, hat mich der Josef von frunk.at angeschrieben und hat gesagt, hey Ur, ich habe hier so einen Prototypen, so ein Testmuster für den EQB, möchtest du mal nicht den haben und ausprobieren, gerade du als Mensch, der viele Roadtrips macht, wäre doch echt cool. Dann habe ich dem Josef gesagt, ey Josef, ich habe den EQB nur noch ein paar Wochen, der geht eigentlich zurück und dann kommt der Ford Capri, deshalb tut mir echt leid, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Und dann hat der Josef gesagt, hey, gar kein Thema, ich habe auch was in Entwicklung für den Ford Capri. Und dann ist das Lustige, wir fahren ja sowieso Richtung Österreich. Dann hat einfach Josef gesagt, hey, fahr doch einfach bei mir vorbei, dann bauen wir den Frunk bei dir ganz schnell ein und dann hast du einen Frunk für deinen Urlaub und hast einfach viel mehr Spaß damit. Und das machen wir. Und deshalb fahren wir jetzt anstatt Richtung Braunau und dann Wels und dann Wien, fahren wir Richtung Salzburg. Und dann von Salzburg fahren wir dann hoch und dann Richtung Wien. Und Liebling, halt mal bitte hier dran. Und ich habe hier schon mal Halle 1 eingegeben, das ist hier bei Salzburg. Und er legt uns hier einen Ladestopp rein und ich meine, das ist bei Brunnthal. Den hatte ich sowieso im Visier. Es kann aber sein, dass wir den nicht brauchen. Es kann sein, dass wir vielleicht sogar Rosenheim schaffen. Das hängt jetzt hier von der Fahrt, vom Stau, Baustelle und so weiter ab. Auf jeden Fall werden wir einmal laden müssen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und somit würde ich sagen, haben wir jetzt eine Aufgabe und ein Ziel. Also würde ich sagen, fahren wir jetzt Richtung Salzburg. Los geht's.
Nach 387 Kilometern sind wir jetzt bei unserem ersten Ladestopp angekommen. Wir haben einen phänomenalen Verbrauch von 17,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben noch einen State of Charge von 11% und wären damit noch 62 Kilometer weit gekommen. Also tatsächlich hätten wir auch den nächsten Ladestopp nehmen können. Aber sei es drum. Jetzt laden wir erstmal auf. Ich habe gelernt, dass man das irgendwie hier reinstecken kann. So. Das hier ist eine 200 kW Säule und wir haben hier mehrere davon. Der Capri kann mit 130, 140 kW laden. Von daher werden wir jetzt diese 200 kW Ladesäule nicht ganz ausreizen. Aber das ist okay. Hier im Umkreis haben wir auch nochmal eine 200er, noch eine 200er und hier haben wir sogar eine etwas fettere, eine 400 kW Ladesäule. Und das Ladeerlebnis hier ist wie folgt. Wir haben dort ein Penny, wir haben dort ein Netto zum Einkaufen. Und irgendwo dort hinten gibt es auch einen Müllmax, da könnte man auch auf Toilette. Aber so direkt hier kann man nirgendwo auf die Toilette und hat wirklich Pech gehabt. A few moments later. Warum auch immer bekommen wir hier nicht die 130, 140 kW Ladeleistung. No! Ich werde jetzt mal kurz umparken von der 200er zur 400er und dann probieren wir das Ganze nochmal. 2 very boring minutes later. Auf ein neues. Also das sieht wunderbar aus. Jetzt könnt ihr mir sagen, warum das an dieser 400 kW Ladesäule geht, aber an dieser 200 kW Ladesäule nicht. Das Auto kann doch ja 130, 140, die Ladesäule sagt 200 kW. Also warum geht das nicht? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich lerne gerne wieder was Neues dazu. 1 eternity later. Leute, ich sag's euch, das war jetzt richtig anstrengend, weil hier gibt es in der Nähe gar keine Toiletten. Wir mussten jetzt dort hinten zum Müllmax laufen. Und dann mussten wir noch eine Viertelstunde warten. Und die Kinder hatten hier ihre Probleme mit dem Warten. Die meisten werden es kennen. Aber gut. Deshalb haben wir etwas rumgetrödelt. Außerdem haben wir kurz beim Penny was eingekauft. Wir werden aber das Ganze jetzt abbrechen. Und wir haben tatsächlich etwas länger gebraucht als die halbe Stunde. Sind deshalb bei 86% State of Charge. Und bevor wir es beenden, wenn ihr euch gefragt habt, wieso die Ladekurve aussieht, dann habt ihr hier nochmal ein detailliertes Bild dazu. Und mit 87% würden wir jetzt 433 Kilometer weit kommen. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir weiter Richtung Salzburg und zu Josef. Ich bin schon heiß wie Frittenfett hier auf diesem Frank. Wir sind jetzt hier angekommen und sind bei frank.at. Der Josef wartet schon drinnen und ich bin selber total gespannt, was mich da drin erwartet und ich nehme euch einfach mal mit. Los geht's. Hallo Josef. Ja, grüß dich, das freut mich, dass du da bist. Also hier haben wir die Werkstätte von Josef und seiner Crew. Und was sehe ich denn da? Josef, was ist das? Das erste fertige Exemplar vom Frank für den Ford Explorer bzw. für den Ford Capri. Den bauen wir nachher gleich ein bei dir. Und wir werden es dann sehen beim Einbauen. Dieses Ding ist in wirklich wenigen Sekunden eingesetzt. Es wird nur eingeklickst. Jetzt sehe ich da drüben, da ist noch so eine Wanne, da kann ich ja ein Kind drin baden. Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Das ist der Frank für den EQA. Der EQB schaut genau gleich aus, nur mit anderen Aufnahmen. Und der ist wirklich riesig. Ja, und hast du auch andere Franks? Ja, natürlich. Also wir haben mittlerweile circa 20 unterschiedliche Franks für unterschiedliche Autotypen. Der Frank für den ID4 ist relativ beliebt und groß. Immer wieder dasselbe System. Grundvoraussetzung für uns ist, wenn wir einen Frank planen, dass der Frank sehr, sehr einfach einzubauen ist. Jeder, auch nicht talentierte Handwerker oder Nicht-Handwerker, muss das Produkt in wenigen Sekunden eingebaut haben. Auch Frauen? Also wir haben sehr viele Frauen, die das Produkt, gerade beim Fiat 500 beispielsweise, das ist eins unserer Topseller, die bauen das alle wirklich eigenständig ein. Also es ist überhaupt kein Problem. Und so einfach muss es auch sein, das Produkt. Was macht denn hier eure Franks im Vergleich zu den Mitbewerbern aus? Wesentliche Thema aus unserer Sicht ist das, dass wir der einzige Hersteller sind, der TÜV-Prüfung macht bei den Frank. Das ist auch nur deswegen möglich, weil wir vom Grundmaterial her ein Material nehmen, was nicht brennt, also selbsterlöschend, so nennt sich der Fachausdruck, selbsterlöschend ist. Der zweite Punkt ist natürlich, wir bauen für jedes Auto
einen Frank, der genau angepasst ist. Das heißt, der Frank für den Ford Capri, den wir nachher bei dir einbauen, hat eine andere Größe wie beispielsweise hier beim ID4 oder beim Q4. Und so schaffen wir es, dass wir immer das bestmögliche Volumen aus dem Auto rausholen. Und der Frank beispielsweise ist eine Kooperation zwischen Deutschland und Österreich. Was? Echt? Ja, ja. Also wir sind in Nürnberg, haben einen super Nürnberger Partner, fertigen das Werkzeug an und machen die Serienproduktion. Wenn das Serienprodukt dann fertig ist, kommt es zu uns. Wir bauen die Einzelteile drauf, also die Anbauteile, und dann geht es bei uns in den Versand. Ja, dann würde ich sagen, Josef, jetzt bauen wir doch mal ganz ratzfatz, wie du gesagt hast, Ja, machen wir. den Frank vom Capri ein. Genau, Los das geht's. machen wir jetzt. Gehen wir raus. Schauen wir mal, Ja. wie lange es wirklich dauert. Wir werden das beweisen, dass das wirklich flott funktioniert. Also den Frank die Motorhaube aufmachen, dann den Frank richtig positionieren. Man kann es ja nicht wirklich falsch machen, weil er nur in diesen Bereich reinpasst. Jedenfalls einfach richtig positionieren. Der Frank wird einfach da an der Daumenstrebe aufgeklipst. Das heißt, wenn er da mit diesen Klammern richtig drauf sitzt, dann macht man einen kräftigen Druck und dann klickst dieser Frank auf der Daumenstrebe ein. Und das war's. Also wenn man da rüttelt, dann geht wirklich das ganze Auto. Der Frank hält. Jetzt kann ich eigentlich das rausnehmen und in diese Taschen reintun. Das Genau, würde ich sagen, das machen wir können einfach mal. Und dann hätten wir jetzt sogar noch Platz, nur als Beispiel, um hier diese Adapter einfach noch da rein zu tun. Dann kann ich die Warnwesten, die ich mir da reingeben habe, die zusätzlichen, kann ich sofort holen und habe es bei der Hand. Warte. Diese kleinen Sachen, die ich immer griffbereit haben möchte, gebe ich gerne in das Doppelnetz, das man zusätzlich aus- oder einhängen kann. Nicht? Und dann kann man die Taschen, eine Tasche oder auch eine zweite, wie man will. Wenn ihr keine zwei Kleintaschen haben möchtet, könnt ihr auch so eine Tasche Large dort einfach einfügen. Da reingeben, das Ganze nur mal fixieren und das war's. Dann gibt man die Strebe wieder raus und zu und fertig. Wie ist denn hier mit der Hitzeentwicklung? Muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil ich fahre in die Türkei. Das ist ja dann ein Hardcore-Test jetzt für mich. Wenn ich stehen bleibe, dann ruf dich an, Josef. Ich werde die holen. Nein, kein Problem. Wegen der Temperaturentwicklung braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich zeige euch ja gerne, warum. Dann sieht man, dass unter dem Frank, jetzt bei der MEB-Plattform im Speziellen, da nur die Lüftungs-, Kühlungs- und Heizungseinrichtung drunter ist. Die wird natürlich warm oder kalt, je nachdem. Aber da ist es egal, wenn drüber der Frank sitzt. Wenn das jetzt insgesamt alles zu warm wird beim Laden, dann schaltet sich der Kühlkreislauf vom Motor ein und durch die Kühlflüssigkeit werden dann alle aktiven Elemente gekühlt. Der Frank hat in keinster Weise irgendeine Beeinflussung auf das Kühlsystem oder auf die Kühlung des Elektroautos. Also hitzemäßig, ich glaube, ich brauche dich nicht holen, wobei ich gerne in die Türkei fahren würde. Also so ist es nicht. Ich habe auch hier und dort ein bisschen beim Josef nachgebohrt bei den wichtigen Themen. Ich hoffe, die Infos, die ihr bekommen habt, passen für euch. Es wird jetzt für mich Zeit. Time to say goodbye. Na klar, Josef, Dankeschön. Und ihr habt gesehen, wie einfach das geht. Schaut einfach beim Shop vorbei, frank.at. Das Ganze ist eine deutsch-österreichische Geschichte, also allein das ist ja schon Grund genug. Ich habe jetzt den One-of-One Ford Capri Einsatz hier. Und mal sehen, ob das in der Türkei alles gut geht. Natürlich, das wissen wir ja. Nur ein Bin ich mir bisschen, sicher, aber wir freuen uns auf deine Reportage. bisschen Spaß muss sein. Also in diesem Sinne, Josef, Ja. macht's Gute gut, Fahrt. habt einen schönen Kommt Tag. gut wieder heim. Also, Danke. und für uns geht's weiter. Ciao. Danke. Tschüss. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pipi-Pause und da dachte ich mir, während die ganzen anderen hier gerade unterwegs sind, machen wir doch mal kurz die Motorhaube auf und schauen mal, ob es da drin wirklich unter dem Frank warm wird oder nicht. Also wenn ich das jetzt hier so anfasse, keine Wärmeentwicklung oder so feststellen, nicht wirklich warm geworden zu sein oder es wird halt allgemein nicht warm, so wie es der Josef gemeint hat. Und Leute, ist einfach nur mega geil. Also ich bin total happy. Der Prototyp für euch, für die Community. Also wenn mir das Ganze hier abfackelt, dann nur für euch. Also wenn das kein Einsatz ist und kein Like und ein Abo verdient hat, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Freundinnen und Freunde, aufgepasst. Ich habe mit Josef gesprochen und gesagt, hey Josef, wenn die Community dieses Video anschaut, die bekommen ja dann auch Lust, so einen Frank sich für Elektroauto zuzulegen. Da müssen wir noch was für die Community machen. Und der hat dann gesagt, hey, eigentlich eine gute Idee. Wie wär's, wenn die Community einfach am Ende des Bezahlvorgangs bei der Kasse in das Bemerkungsfeld Smart Zeug Bag S eingibt, dann bekommt jeder eine Tasche in der Größe Small zu seinem Kauf umsonst mitgegeben.
Ganz wichtig an dieser Stelle, ich bekomme von Josef nicht einen einzigen Cent oder sonst von irgendjemand anderen für diese Aktion. Ich habe das einfach nur für euch gemacht, für die Community, einfach für euch was rausgeholt und ich hoffe, wenn ihr euch dann einen Frank bestellt, dann habt ihr auch mit dem Frank und mit der kostenlosen Tasche Small ganz viel Spaß. Nach legendären 441 Kilometern sind wir nun bei unserem zweiten und wahrscheinlich heute letzten Ladestopp angekommen. Wir haben einen heftigen Verbrauch von 14,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Niemals erwartet, dass ich mit diesem Auto überhaupt jemals über 400 komme. Aber so ist es. Wir haben nach Palić noch 400 Kilometer. Also es dürfte sehr gut hinhauen, dass das unser letzter Ladestopp ist. Und dann würde ich sagen, stecken wir jetzt mal an. Wir sind hier bei Ionity und so berühren Sie den Bildschirm. Ich glaube, das Teil ist kaputt. Okay, versuchen wir es mal. Ich hatte auch im Vorfeld Plug and Charge hier eingerichtet. Scheint, als würde das hier funktionieren. Sie sind berechtigt, den Ladevorgang zu starten. Also der legt ja auch direkt los. Ich hoffe, ihr könnt hier irgendwas erkennen. Ganz schlimm und es ist auch sehr, sehr windig. Okay, der fängt jetzt hier tatsächlich an zu laden. Dieser Bildschirm ist echt furchtbar. Also da müssen sie echt was machen. Mein Gott. One eternity later. 3 kW mehr als bei der 200 kW Ladesäule von NBW. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch den nächsten Schritt schaffen. Ja, perfekt. 141 kW, das wollen wir sehen. Mir fehlen immer noch die Worte, dass wir das jemals geschafft haben. Über 400 Kilometer an einem Stück mit einem Elektroauto. Leute, der APP 550 Motor von VW baut hier sein Denkmal aus. Schon beim Roadtrip-Video zum Lago Maggiore wurde hier das Fundament gegossen und jetzt folgen die restlichen Stücke, um hier das Denkmal fertigzustellen. Also ich glaube, dieses Video wird wirklich noch legendär, weil es fängt schon richtig gut an. Und so macht auch Elektromobilität richtig Spaß. Also auf 1100 Kilometer ungefähr, 2 Stopps, 30 Minuten und wir hatten eine ganz kurze Pipi-Pause. Ich glaube, das hätten doch auch Diesel- und Benzinfahrer gemacht, oder? Schreibt uns doch mal gerne unten in die Kommentare, wie viele Stopps hättet ihr gemacht, wenn ihr solche Dieselfahrer seid? Ich weiß, jetzt schreiben die Leute sicher, ich wäre durchgefahren nach Edirne. Ich weiß, manche schaffen das, aber darauf habe ich jetzt keine Lust und die Kinder würden mir den Kopf abhacken. So viel dazu. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie hier das Ladeerlebnis aussieht. Also relativ unspektakulär. Wir haben hier eine Tankstelle, dort können wir unsere Notdurft verrichten. Und ja, ansonsten hier ganz viel Platz, um ein bisschen hier hin und her zu laufen. Und das war's. Jetzt warten wir hier die Ladung ab und dann fahren wir los Richtung Palić. A few moments later. Bei einem State of Charge von 89% beenden wir das Ganze. Und jetzt bekommen wir hier bei 89% 505 Kilometer angezeigt. Kommen wir nun zum Tagesabschlussbericht. Hier habt ihr nochmal die Daten seit der letzten Ladesäule. Wir haben es wieder geschafft, knapp 400 Kilometer seit der letzten Ladung zu bewältigen. Das ist wunderbar mit dem Durchschnittsverbrauch von 15,8. Soweit so gut. Wir hatten hier schnellere Autobahnpassagen, deshalb haben wir jetzt nicht die Reichweite vom Ladestopp davor geschafft. Wenn wir jetzt auf Langzeit gehen, haben wir nun heute 1224 Kilometer mit 2 Ladestopps, durchschnittlich 15,7 kWh, das ist ein phänomenaler Verbrauch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 Kilometer. Und das Ganze in 13,11 Stunden. Ich habe ein bisschen geschlafen und meine Frau ist in Ungarn gefahren. Dort gab es einen Stau und das schlägt sich einfach dort nieder. Grenze und so weiter ging eigentlich relativ schnell. Und wir sind nun in Palić angekommen. Hinter mir ist das Restaurant. Die Familie wartet am Tisch, hat schon bestellt und ich werde mich gleich zu denen gesellen. Heute ist auch übrigens Live-Musik dort, war schon letztes Jahr dort. Mega cool. Ich verstehe es zwar nicht, aber es hört sich einfach wunderbar an und es ist einfach mal schön, ein bisschen hier die serbische Kultur hier kennenzulernen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir mit nur 2 Ladestopps mit diesem Auto bis nach Palić ankommen. Das ist einfach nur wunderbar und toll. Macht mir sehr viel Freude, schon morgen das Ganze zu fahren und das ist einfach im Vergleich zum EQB einfach eine ganz andere Welt. Ich blende euch kurz hier den State of Charge aus Home Assistant heraus ein, sodass ihr sehen könnt, wie wir hier gefahren sind und wie sich das Ganze verhalten hat, auch mit den Ladesäulen, bis wie viel wir geladen haben. Dann habt ihr es hier nochmal etwas detaillierter.
Ich gehe jetzt was essen, danach schlafen und dann geht's morgen in aller Frische weiter. The next day. Guten Morgen zusammen. Ich bin schon mal wach. Das ist einfach meine Fähigkeit des Frühaufstehens. Die Familie schläft noch. Und ich lade hier das Auto diesmal am Hotel. Ich zeige euch gleich wie, weil am Restaurant einfach beide Ladesteckplätze besetzt waren und es einfach nicht hergegeben hat, das dann über Nacht dort liegen zu lassen. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Und bis eben hat sogar noch geladen, deshalb ich bin so bei 30%. Solange die Familie jetzt noch schläft, gehe ich jetzt mal ganz schnell zu einer Schnellladesäule. Hier gibt es eine von ChargeGo RS und mache das Ding hier voll, so gut es geht, wahrscheinlich 80–90%. Und dann fahren wir weiter. Und da sind wir nun auch schon angekommen bei der Charge-and-Go-Ladesäule. Und dann würde ich sagen, starten wir hier das Ganze. Oh, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Und apropos Handy, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Um das Ganze hier zu starten, werdet ihr auf jeden Fall ein Handy brauchen und somit entweder Roaming oder zum Beispiel eine Karte, eine eSIM. Das soll jetzt keine Werbung sein, ich werde auch von Airalo nicht bezahlt, aber manche kennen sich einfach damit nicht aus. Ihr könnt Airalo im App Store, Google Play Store runterladen und euch dann einfach eine eSIM dort kaufen für euren Urlaub überall auf der Welt. Und im Warenkorb könnt ihr dann UR9617 eingeben als Code und spart dann nochmal 3 € und unterstützt hier uns auch für weitere Roadtrips. Dankeschön. Um das Ganze hier zu starten, braucht ihr auf jeden Fall ein Handy- und Mobilfunktarif. Entweder aktiviert ihr Roaming oder ja, holt euch eine eSIM von Airalo. Ich wähle jetzt hier diesen Ladepunkt aus und hier mache ich es halt erst mit der Autorisierung und dann stecke ich es ein. So, jetzt haben wir hier oben schon die 88. Die stecken wir jetzt hier einmal an. Unglaublich schlecht lesen. Und ja, natürlich muss ich hier erstmal auf Start Charging draufdrücken. So unnötig, ehrlich. In der Zwischenzeit, wo das Ganze sich aufbaut und hoffentlich startet, zeige ich euch hier mal die Ladeerfahrung, das Ladeerlebnis. Wir sind hier bei einem Stop-Shop. Ich glaube, in Nisch ist das die gleiche Thematik mit so einer Shopping-Plaza, wo man dann hier in Geschäfte reingehen kann. Ich bin jetzt derzeit der Erste durch meine Fähigkeit des Frühaufstehens. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier das Auto mit dieser Ladesäule macht. Idealerweise kommen wir auf 130, 140 kW, aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal drauf. Gut, das ist jetzt nicht der Burner. Wäre cool gewesen, wenn wir hier mehr bekommen. Und noch eine Info zu Charge and Go hier in Serbien. Wenn ihr euch dort anmeldet, registriert und eure Kreditkarte hinterlegt, wird Geld abgebucht. Ich glaube so circa 20 €. Dieses Geld ist direkt euer Guthaben. Dadurch bekommt ihr auch einen besseren Ladetarif. Merkt euch das. Und wenn dieses Ladeguthaben im Rahmen des Ladevorgangs aufgezehrt wurde und ihr zum Beispiel für 21 € geladen habt, dann werden euch nochmal 20 € geladen. Und wenn ihr dann zum Beispiel für 35 € beim ersten Mal geladen habt, dann habt ihr noch 5 € Restguthaben und das könnt ihr meines Wissens Stand jetzt nicht abbuchen. Das heißt, ich habe auch noch hier bei Charge and Go noch von letzten Jahr, glaube ich, 10, 15 € liegen gehabt. Und jetzt wird mir wahrscheinlich auch noch mal ein 20er abgebucht. Dann habe ich noch mal Ladeguthaben für später. Also merkt euch das einfach, dass es hier mit so ja, Prepaid-Ladeguthaben funktioniert. Die Planung sieht wie folgt aus. Wir starten jetzt hier von Palic, fahren dann an Novi Sad vorbei, fahren an Belgrad vorbei. Bei Jagodina werden wir einmal laden, beziehungsweise vor Jagodina. Da ist auch nochmal eine Charge RS-Ladesäule. Dann werden wir in Bulgarien, also zwischen Plovdiv und Sofia laden. Und das wird uns dann reichen bis in die Türkei. Und ich mache jetzt die Kiste mal voll und dann fahren wir Richtung Jagodina. Also dieser Bildschirm ist echt furchtbar. Hier habt ihr nochmal die ganzen Zahlen, Daten und Fakten, auch inklusive der Ladeverluste. Hier sind 30% zu sehen, ja, das wäre nicht so gut. Das hat aber trotzdem funktioniert. Wunderbar. Können wir hier das Ganze jetzt wieder zurückstellen. Dann stecken wir noch hier das ganz hochwertige Teil wieder rein. Und mit den 89% State of Charge sagt uns das Auto, dass wir jetzt 447 Kilometer weit kommen. Aber das schauen wir jetzt mal. Nach 296 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp angekommen. Für uns natürlich auf dieser Reise ein sehr hoher State of Charge. Das Problem ist, die nächste Ladesäule hätten wir nicht erreicht, zwar bei Nisch. Also müssen wir jetzt laden, sonst wären wir auf der Strecke geblieben. Ey, alter Latz. So, das ist schon irgendwie eine komplett andere Ladesäule hier. Boah, ich kann auf meinem Handy gar nichts erkennen.
Okay, jetzt müssen wir das Ganze einstecken. Das ist der 210er. A few moments later. Hier hat sich noch nichts getan. Warten wir mal, dass hier die Relais schalten. Hier tut sich auch noch nichts. In der App tut sich auch noch nichts. No, God! Jetzt haben wir hier einen Ladefehler. Na, wunderbar. No, God, please, no! No! Jetzt sagt er Internal Error, Transaction, bla bla bla, Ladefehler. Okay. Jetzt versuchen wir es mit dem 211er. 2 very boring minutes later. Und dann machen wir hier einmal Start Charging. Ich glaube, bei euch flackert das Bildschirm gerade so. Es tut mir jetzt für euch voll leid, aber ich kann nichts dafür. Das ist hier die Herzeinstellung von diesem Bildschirm und dieser Kamera. Jetzt haben wir auch hier rot bekommen. No! No! Keine Ahnung, was los ist. Jetzt haben wir hier wieder ein Ladedrama. Ich schaue mal kurz ins Auto. Das brauche ich jetzt gar nicht. Also hier ist alles eingerichtet. Manchmal hilft es ja, abzuschließen und einfach wieder aufzuschließen. 1 eternity later. Der 11er wurde wieder freigegeben. Versuchen wir es nochmal mit dem 11er. Manchmal hilft es ja irgendwie, diesen Ladegriff hochzustecken. Okay, jetzt bekomme ich hier einen Backoffice-Error. No! Oje, oje. Mein Gott, jetzt geht ja gar nichts. Hier kommt zwar Initiating Charging, aber hier sagt er Faulted. Oje. So, jetzt kriege ich den Arm nicht raus. Das machen wir einmal auf. Oh, okay. Jetzt haben wir grün. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Vielleicht war diese Fehlermeldung von der Abrechnung vorher, aber jetzt legt er los. Oh mein Gott, was ein Stress. Das muss ich nicht verstehen. Das sind halt so die Erlebnisse bei einem Roadtrip, die ich so wirklich gar nicht brauche. Jetzt haben wir unnötig 5 Minuten, 6 Minuten hier vertrödelt. Stecker rein, Stecker raus. Und das Allerschlimmste ist, vielleicht kennt ihr das. Leute, ich muss total auf Toilette. Und ich bin gerade so im Stress, dass das Ding anfängt zu laden, dass ich mir hier diese 5 Minuten zur Toilette laufen und zurück spare, dass das Auto schon mal in der Zwischenzeit lädt. Ihr kennt es ja, ne? Ein bisschen so optimieren, Effizienz, das Ganze gestalten und nicht unnötig hier rumgammeln. Und wir laden derzeit mit 107 kW. Das ist das Ladeerlebnis hier. Hier ein Spielplatz, wir haben hier eine Tankstelle. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Es gibt natürlich im Vergleich zu gestern, zu heute mit der Reichweite eine große Diskrepanz. Wir haben heute knapp etwas mehr als 300 Kilometer, ungefähr vielleicht 320, 330, 350 vielleicht geschafft. Aber gestern haben wir immer über 400 geschafft. Das hat einfach damit zu tun, wir konnten hier komplett 130 durchfahren. Und gestern in Österreich oder auch in Ungarn gab es Stau, gab es Verkehr, gab es Unfall. Und das wollte ich einfach hier nochmal mit thematisiert haben, dass ihr hier das ganze Bild habt. Bei einem State of Charge von 91%, ich mache mal ein Standbild, damit ihr hier das Geflimmer nicht habt. Ihr seht ja auch auf der linken Seite, wie viel jetzt geladen wurde über die Zeit und wie lange das Ganze gedauert hat. Bringen wir das Ganze einmal zurück. Und wir haben jetzt mit diesen 91 Kilometern, kommen wir 399 Kilometer weit. Natürlich mit dem Fahrprofil, das wir jetzt hatten, also dauerhaft Autobahn mit 130 km/h. Wir sind jetzt kurz vor der serbischen Grenze, hier an so einer Tankstelle und die Kinder und die Familie müssen kurz auf Klo und ich dachte mir, ich nutze einfach die Gelegenheit und lade einfach hier das Auto wieder bei Charge and Go. Schauen wir mal, ob es diesmal einfacher geht. Diesen Bildschirm erkennt man wirklich gar nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es lädt. Das ist der zerkratzteste Bildschirm, den ich je gesehen habe. Wir sind bei 82 kW. Naja, das nehmen wir jetzt einfach mal hier kurz mit. Das Coole ist, ich kenne wahrscheinlich alle Ladestationen von Charge and Go hier in Serbien. Nicht, weil ich ein Brain bin, sondern Leute, es gibt nur 15 oder 20 Stück im ganzen Land. Ich liebe das Teil. Und somit fahren wir jetzt weiter. Nach der Pinkelpause der Grenze und 151 Kilometer später sind wir nun bei unserem, man kann eigentlich sagen, zweiten richtigen Ladestopp. Und wir haben noch einen Rest State of Charge von 12%. Jetzt laden wir das Ganze mal auf. Wir sind hier bei
L-Drive. Ich glaube, das letzte Mal war hier dieser Bildschirm eingefroren. Wir starten das Ganze mal hier in der App. Nehmen mal hier den ersten. So, da steht schon was. Auf Holländisch. Doch, ja, wahrscheinlich Laden starten. Ich hätte vielleicht die Sprache hier ändern sollen. Okay, das Relais hat jetzt geschalten. Diese Ladestation kann laut App 120 kW, aber 118 kW ist jetzt auch nicht schlecht. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn wir die Pinkelpause nicht gemacht hätten, ob wir dann hier angekommen wären oder nicht. Gut, ich hätte ein bisschen langsamer fahren können. Ihr wisst ja, der Trick ist ja immer, hinterm LKW zu fahren. Dann hat man maximalen Windschatten, fährt mit 80, 90 und kann dann Hypermiling betreiben. Der Trick zieht immer. Jetzt zeige ich euch mal hier, wie das Ganze aussieht. Wir waren übrigens schon mal hier, ich glaube letztes Jahr sogar. Hier eine Tankstelle, dann haben wir hier die Schnellstraße und einmal einen KFC. Jetzt drücken wir uns ganz fest die Daumen, dass dieser Stecker nicht benutzt wird. Oh mein Gott, das wär's, dann müssen wir das Ganze auch noch teilen. Der Horror eines jeden E-Mobilisten. Da lobe ich mir die Säulen von Ionity, die so einzeln aufgestellt sind. Da hat einfach jeder seinen eigenen Saft. Ich gönne mir jetzt auch mal einen Saft und dann fahren wir hier weiter Richtung Türkei. So, bei einem State of Charge von 91% verlassen wir hier das ganze Geschehen. Hat wieder etwas länger gedauert. So, machen wir hier einmal Ende. Und somit fahren wir jetzt in die Türkei. Bleibt auf jeden Fall noch dran, denn gleich gibt es den Tagesabschlussbericht und der wird richtig spannend. Es ist wieder einmal vollbracht. Wir haben dort die bulgarische Flagge und dort die türkische Flagge. Somit sind wir nur noch einen Katzensprung von der Türkei entfernt. Am Anfang war ich total skeptisch, ob wir noch einmal diesen Roadtrip machen sollten, weil wir haben es schon zweimal gemacht und wir haben schon gezeigt, dass es geht. Warum nochmal machen? Ändert sich ja großartig nicht viel, kann man sagen. Aber dann habe ich doch gemerkt, gerade an Tag 1, wo wir im Vergleich zu letztem Jahr, wo wir 4-mal laden mussten und dann Tag 2, wo wir 3-mal laden mussten, um hier in der Türkei anzukommen, haben wir dieses Jahr an Tag 1 2-mal geladen und dann Tag 2 auch 2-mal. Und man kann sagen, das ist genau der technologische Fortschritt, der uns derzeit begleitet. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Vielleicht in 3, 4 Jahren werden wir dann nochmal diesen Roadtrip machen und wir werden dann einmal an Tag 1 laden und einmal an Tag 2. Ich hoffe, das hilft euch als Inspiration, auch so als Motivation, das Ganze auch anzugehen. Ich koche auch nur mit Wasser. Und wie das Ganze zu planen ist und wie das Ganze geht, habe ich euch schon in den ganzen anderen Videos gezeigt. Von daher ist es auch keine schwarze Magie. Jeder von euch schafft das. Ihr müsst einfach nur gute Laune einpacken, ein wenig Abenteuerlust und ja, bereit für den Spaß. Mehr nicht. Und dann geht eigentlich alles andere von alleine. Bleibt auf jeden Fall noch dran für den Abschlussbericht, kann man sagen. Denn da erwarten euch ziemlich coole Zahlen. Deshalb weiter geht's. Kommen wir nun zum Tagesabschlussbericht. Das sind die Statistiken seit der letzten Ladesäule. Und jetzt kommt etwas ganz Trauriges. Wir haben ab Laden, das ist soweit okay. Wir haben ab Start, das ist auch okay. Aber wir haben neben dem Langzeitzähler, den wir uns gleich anschauen, keinen separaten Zähler, den ich jetzt zum Beispiel für heute habe. Ja, somit haben wir eigentlich keinen richtigen Tagesabschlussbericht, sondern hier mit dem Langzeitzähler einen Zweitagesbericht oder einen Hinfahrtsbericht, können wir sagen. Und wie ihr seht, sind wir 2134 Kilometer gefahren. Das ist top. Ein Verbrauch von 17,4. Spannend, die 17,4 kW auf 100 Kilometer. Das ist wirklich top und macht wirklich Vorfreude auf mehr. Ich blende euch jetzt nochmal die Ladestatistik aus Home Assistant heraus ein, weil ich das nochmal ganz spannend finde, zu sehen, wie sich der State of Charge hier verändert hat. Und so habt ihr dann nochmal eine weitere Datengrundlage, was ihr euch dann hier anschauen könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, packt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig und lese diese alle und beantworte sie auch. Und ja, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, immer einen Kommentar dazulassen. One eternity later. Jetzt sind wir in der Türkei angekommen und jetzt stellt ihr euch vielleicht als Ford Capri-Fahrerin, Fahrer, Ford Explorer, genauso, beim Puma weiß ich es nicht, die Frage, hey, muss ich jetzt in der Türkei immer A Better Route Planner benutzen oder Google Maps oder Apple Karten,
kann ich mich nicht auf die Navigation von Ford verlassen, obwohl das jetzt zum Beispiel ein deutsches Fabrikat ist. Und da habe ich für euch eine sehr gute Nachricht. Und zwar, Liebling, halt mal bitte hier zur Karte. Und zwar habe ich jetzt beispielhaft einfach mal Ankara eingegeben, wie ihr sehen könnt. Er sagt, Ankara ist von uns 802 Kilometer entfernt. Und cool ist, er plant uns jetzt hier Ladesäulen ein. Dass er uns jetzt hier eine 50 kW Ladesäule einplant, ist echt uncool. Gar keine Frage. Aber dass er es macht, ist super cool. Denn das hat voll den Vorteil, dann wisst ihr zum Beispiel, hey, ich brauche hier die Trugo-App und so kann ich mir dann in der Türkei aushelfen. Und da muss ich sagen, das finde ich persönlich ziemlich cool. So ist man zumindest mal nicht aufgeschmissen und weiß einfach, was man zu tun hat und was einem fehlt oder nicht. Genauso zum Beispiel diese Astor-App habe ich nicht. Könnte ich mir jetzt runterladen, dann hätte ich einen weiteren Ladesäulenanbieter hier in mein Handy. Passt perfekt zu den 30 Apps, die ich bereits schon von den ganzen Ladesäulenanbietern habe. Ob es jetzt die 31. wird, 32., 33. macht den Braten nicht mehr fett. Das ist einfach derzeit im Jahre 2025 der maximalste Pain in the Ass, den man als Elektroautofahrer hat. Man braucht einfach 1 Million Apps, 1 Million Ladekarten, sonst funktioniert hier die ganze Geschichte nicht. 3 days later. Wir müssen ja verrückt sein. Wir haben einen State of Charge von 4% und das in der Türkei. Mann, 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 könnte man sagen, oder? Naja, wartet's mal ab, ich zeige euch mal was. Wie ihr seht, haben wir zum einen Lademöglichkeiten dort. Wir haben eine Reihe von verschiedenen Lademöglichkeiten dort. Und das hört gar nicht auf. Auf der anderen Seite ist auch. Und auch dort sind auch noch Lademöglichkeiten. Also ich glaube, hier sind 5 oder 6 verschiedene Ladesäulenanbieter. Und wie ihr seht, da braucht man auch gar keine Sorgen sich zu machen, denn hier in der Türkei gibt es enorm großes Angebot an Ladesäulenanbieter und hier an diesen Ladesäulen und dann kann man einfach losfahren und man findet eigentlich immer was, wo man laden kann. Und ich lade deshalb so gerne bei Trugo, nicht nur weil es eigentlich im Vergleich zu Zes und E-Charge günstiger ist, aber auch weil die Ladesäulen hier richtig Vollgas geben. Hier könnt ihr sehen, wo ich tatsächlich herkomme, und zwar aus diesem Dorf zwischen Kühen, Schafen, Ziegen und Hühnern. Ich bin meiner Mama unendlich dankbar, dass sie mutig genug war, den Schritt nach Deutschland als alleinerziehende Frau zu wagen. Du bist eine ganz starke Frau, Mama. Wir befinden uns jetzt langsam Richtung Rückreise nach Deutschland. Und ganz spannend wird es jetzt, wir fahren schwerer zurück, als wir gekommen sind. Das bedeutet, wir werden ganz andere Verbräuche haben. Und ich weiß jetzt schon, dass wir mehr laden werden als bei der Hinfahrt, weil einfach bei der Hinfahrt, gerade bei Tag 1, durch Stau und Verkehr und so weiter ein phänomenaler Verbrauch hier zustande gekommen ist. Das Auto ist natürlich bei 100%. Wir haben uns hier die Ladung aus dem Ferienhaus gegönnt und somit steigen wir jetzt ein und fahren erstmal Richtung Griechenland. Much later. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert und zwar mussten wir einmal umdrehen, denn wir haben was vergessen und zwar ist der Übeltäter hier, unsere Soundbox. Und es wäre sehr schade gewesen, wenn wir sie nicht mitgenommen hätten, weil die Kinder lieben die total und wir auch. Ich bin nicht einmal traurig, dass wir jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten verloren haben, weil hin, umdrehen, zurück und nochmal wieder hinfahren. Ich bin viel trauriger, dass unser State of Charge dann nur noch als wir dann wieder beim Haus angekommen sind, bei 90% war. Das bedeutet, wir fahren jetzt nicht mit 100% los, wie ich eben noch lächelnd euch mitgeteilt habe, sondern wir fahren jetzt mit 90% los und fahren Richtung Griechenland. Und Griechenland hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Warum fahren wir denn nach Griechenland? Denn wir haben uns entschlossen, auch etwas anderes außer die Türkei zu sehen. Da bin ich auch sehr glücklich darüber, weil Griechenland ist ziemlich cool und wir waren dort noch nie. Und jetzt fahren wir nach Griechenland, werden dort ein paar Tage bleiben. Wie sieht die Route heute aus? Wir fahren los bei Alaçatı, bei Çeşme. Dann fahren wir einmal um Izmir herum und ungefähr bei Höhe Ayvalık
werden wir einen Stopp machen. Ich weiß nicht einmal, ob wir bei diesem Stopp eine Ladepause machen können. Wir werden bei einer Olivenölproduktion stoppen und dort uns mit ein paar Litern Olivenöl eindecken. Danach fahren wir weiter Richtung Çanakkale und irgendwo dort werden wir dann wahrscheinlich unseren ersten Ladestopp machen müssen. Dann fahren wir Richtung Grenze und dann werden wir so gegen Abend in Kavala in Griechenland ankommen. Und in Kavala werden wir ein paar Tage bleiben. So viel zur Strategie und zur Route. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt mal die Sonnenbrille auf und fahren Richtung Griechenland. Los geht's! Wir sind jetzt bei unserem Olivenölstopp angekommen. Hinter mir seht ihr tatsächlich schon die Produktion. Und wenn ich die Kamera jetzt einmal drehe, haben wir dort hier den Laden, wo man dann hier sich das Olivenöl geben kann. Ich blende euch jetzt mal ein paar Eindrücke von dem Laden. Da kann man auch verschiedene Olivenölsorten probieren. Und nebendran kann man sich hier auch noch entspannen, kann sich dort solchen Toast gönnen, kann hier Tee trinken und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber hier bei der Produktion war das für uns ein Must-Stop, weil wir lieben Olivenöl im Salat, Kochen, das ganz so volle Programm. Und ich hoffe, wir finden auch in Griechenland noch richtig leckeres Olivenöl und dann haben wir das ganze Set hier komplett. Jetzt verstauen wir das Ganze. Wir haben noch, glaube ich, eine Restreichweite von 100 Kilometern. Das heißt, demnächst müssen wir auch laden und ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal weiter. Nach 335 Kilometern sind wir mit einem Rest-State of Charge von 15% an unserem ersten Ladestopp angekommen. Wir sind jetzt hier bei Shell Recharge und das Ganze steuere ich jetzt über die Trugo-App an. So, der sagt jetzt, um das Ganze in den Ladevorgang zu starten, sollen wir das anstecken. Ich scanne jetzt mit der Trugo-App das mal ab. So, jetzt legt das Ganze auch los. Laut App kann diese Station 180 kW. 106 ist von 180 noch etwas weit entfernt. Ich zeige euch jetzt hier mal das Ladeerlebnis. Dann haben wir hier einmal eine Shell-Tankstelle. Da kann man sich auch Kaffee holen, kann sich auch was essen holen, Toilette gehen, Reifen aufpumpen. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Ladepunkt für ein zweites Elektroauto. Und somit ab zur Pause. Bei einem State of Charge von 81% beenden wir das Ganze, haben jetzt 25 Minuten geladen. Und ihr könnt hier nochmal die Daten sehen, was jetzt geladen wurde. Und derzeit auch bei 81% zieht er noch 63 kW. Durch das ganze Hin und Her sind wir jetzt bei 84% gelandet. Und er sagt, wir haben jetzt eine Reichweite von 360 Kilometer. Aber was schön ist, ist jetzt die Fahrt weiter. Deshalb schnallen wir uns an und weiter geht's. Freundinnen und Freunde der elektrischen Fahrt, wir erleben wieder einen emotionalen Moment, denn wir sind auf der Brücke zwischen dem asiatischen Teil der Türkei und dem europäischen Teil. Das erste Mal, als wir 2023 hier zurückgefahren sind, war das schon ein Gänsehautmoment, weil wir wussten, wir haben es mit der Elektromobilität, mit dem Elektroauto geschafft, in die Türkei zu fahren, im Land herumzufahren und dann uns auf die Heimreise zu begeben. Und damals haben wir schon gesagt, wir hoffen, das motiviert euch, auch das zu machen. Und ich habe viele Nachrichten erhalten, viele E-Mails, hat mich auch total gefreut. Und sogar an der türkischen Grenze habe ich einen gesehen, der gesagt hat, du hast wirklich mich motiviert, dass ich mich mit der Elektromobilität beschäftige, sodass ich auch mit einem Elektroauto in die Türkei fahren kann. Das Ganze soll einfach für euch als Motivation, als Ansporn dienen. Denn wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und bei uns mittlerweile schon 3-mal haben wir diesen Weg eingeschlagen. Und ja, alles andere liegt jetzt an euch. Und somit begeben wir uns Richtung Europa, Richtung Griechenland und überqueren jetzt hier die Meerenge bei Çanakkale.
Nach 228 Kilometern sind wir nun bei unserem zweiten Ladestopp angekommen. Bis zum Hotel sind es knapp 220 Kilometer. Das bedeutet, wir müssen gar nicht mal so lang laden. Es reicht wahrscheinlich, wenn wir hier bis 50-60% laden. Und das Lustige ist, man sieht sich immer zweimal im Leben. An dieser Ladesäule war ich schon 2023 und damals habe ich das nicht zum Laufen gebracht, weil Barclays meine Kreditkarte gesperrt hat und somit eCharge keine Ladung freigegeben hat. Aber jetzt, im Jahre 2025, hoffen wir, dass es besser klappt und legen hier einfach mal los. So, jetzt sagt der Kabel hier einstecken, alles klar. So, es hat hier auf jeden Fall schon geklickt und geklackt, aber hier steht immer noch Please plug the cable to your vehicle. Nehme ich jetzt das falsche Kabel rein? Ich hätte jetzt gedacht bei Kabel 2. Schade auch, dass hier kein Indikator ist, wie bei NBW oder bei den Alpitronic-Ladesäulen. Dann blinkt es immer auf. Machen mal hier ein Cancel. Jetzt haben wir hier wieder so ein Ladedrama. No! Wie mich das ankotzt. So, ich versuche es mal mit dem anderen Kabel. Sagt immer noch, please plug in. Oh mein Gott. I need help. Ich drehe durch. Wieso geht denn das jetzt nicht? Meine Güte. Ich krieg das Ding nicht gestartet. Das ist der Wahnsinn. Zweimal schon. Muss ich vielleicht da drüben was machen? Das ist ja auch gar keine Beschriftung der Kabel oder so. Also ich breche das Ganze jetzt hier ab. Hat jetzt wieder nicht geklappt, im Jahre 2025 hier zu laden bei Casham bei eCharge. Einfach eine scheiß Story, sorry. Ich habe jetzt echt die Faxen dick. Ich muss mir jetzt eine andere Ladesäule suchen. Oder ich versuche das hier irgendwie noch zum Laufen zu bekommen. 2000 years later. Jetzt hat es geklappt. Ich bin jetzt ein Bildschirm weiter. Jetzt kann ich hier auf Start Charging drücken. Jetzt sagt er, es wird jetzt vorbereitet. Ja, okay. So, jetzt legt er los. Alles klar. Okay, was jetzt geholfen hat, ist in der App ist ein Blitzsymbol. Dann kann man einfach was abscannen. Drückt man hier einfach auf was, dann scannt man das hier ab und dann bekommt man das Ding so zum Laufen. Wahnsinn, wer hätte es gedacht? Jetzt habe ich locker 7 Minuten verloren. Immerhin, wir bekommen hier richtig gut Power, sind jetzt mit 134 kW unterwegs. Und das Ladeerlebnis ist hier wie folgt. Wir haben hier die Ladesäulen, dann haben wir hier so eine Schnellstraße, eine Tankstelle und mehr gibt es tatsächlich nicht. Bei einem State of Charge von 70% brechen wir das Ganze ab. Hier kann man leider nicht sehen, wie lange wir geladen haben. Das ist echt doof. Das hier bedeutet, wie lange wir brauchen bis 100%. Also ist nicht die Ladedauer. Und somit steigen wir jetzt ein und fahren Richtung Griechenland und haben genau 300 Kilometer hier als Ladestand. Wir müssen auch mal die schlechten Seiten von dem Roadtrip zeigen. Hier, wenn man mit dem Auto unterwegs ist in ferne Länder, vor allem wenn man außereuropäisch reist, so wie wir jetzt. Wir sind an der türkisch-griechischen Grenze und normalerweise lief es total gut und wir sind vielleicht so 20 Meter von der Kontrolle entfernt. Aber gerade jetzt ist, glaube ich, Schichtwechsel und seit einer halben Stunde geht gar nichts. Normalerweise hatten wir geplant, um 21 Uhr am Hotel zu sein. Nur noch ein Katzensprung, aber naja, jetzt müssen wir einfach warten und bleibt auf jeden Fall dran. Gleich gibt es den Tagesabschlussbericht hier vom, ja, kann man sagen, Tag 1 von der Rückreise, obwohl wir noch ein paar Tage in Griechenland bleiben. Aber dann fahren wir von Griechenland dann komplett zurück, dann am Ende unseres Urlaubs. Much later. Nach 226 Kilometern sind wir bei uns im Hotel in Kavala angekommen. Wir haben noch einen Rest-State of Charge von 8%. Und jetzt kann man sagen, okay, also ist jetzt zwar relativ hoher Verbrauch, das ist korrekt. Also die Passage von der Türkei hier rüber war sehr bergig. Man sieht auch, der Durchschnittsverbrauch ist hier relativ hoch mit 21 kWh auf 100 Kilometern. Ich blende euch jetzt noch die Statistik von Home Assistant heraus ein, sodass ihr seht, wie sich der State of Charge im Laufe des Tages hier verändert hat. Das bringt dann nochmal eine andere Dimension hier in diesen Roadtrip. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Wir werden jetzt noch ein paar Tage in Griechenland bleiben und dann fahren wir von hier nach Palic, aber mehr möchte ich gar nicht spoilern. Ich verabschiede mich jetzt in meine erholsame Bettruhe. The next day.
natürlich werden wir auch in Griechenland einmal an einer Stellladesäule laden, mindestens einmal zumindest. Und das machen wir jetzt. Ich bin jetzt hier bei InCharge und dort gibt es so eine Säule. Da haben wir einmal CCS und ich glaube noch den uralten CHAdeMO-Stecker. Meine Güte, ich hasse das Teil. Also, oh mein, ey! So, das ist schon mal angeklemmt. Jetzt gehe ich mal kurz in den Schatten und dann haben wir hier die InCharge-App. So, laden bereit zum Wischen. Okay, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich habe meine Zahlungsmethode schon eingegeben. Jetzt muss ich das noch einmal eingeben. Mein Gott. Gib es schnell nochmal ein. 2 very boring minutes later. Jetzt das Kabel anschließen. Da steht auch schon lädt. Ladung endet. Zahlung erfolgreich 15 €. Okay. Verbinden zum Swipen. Nein, bitte nicht. Will ich nochmal meine Kartendaten eingeben. Oh nee, ich dreh durch. Was ist denn das für ein Kackladen, ey? Auf ein neues. Verbinden und swipen. Your vehicle is now charging. Das ist schon mal gut. InCharge hat mir eben nochmal 10 € bei meiner Kreditkarte belastet. Also mittlerweile jetzt schon 25 €. InCharge verfolgt ja ein ähnliches Geschäftsmodell wie Charge & Go. In Serbien macht das genauso. Dass sobald ihr euch ein Kundenkonto erstellt habt, dann buchen die sich so 10, 15 € ab. Das ist dann euer Guthaben. Und dann seid ihr auch ein Member und nicht mehr so ein Ad-Hoc-Lader. Ihr bekommt dann in der Regel auch bessere Konditionen. Und warum mir jetzt aber 15 € abgebucht wurden, weiß ich jetzt nicht. Dann nochmal 10 €. Ich blick da nicht mehr durch. Die Sonne prallt mir auf die Fresse. Nicht normal. Und dieser Bildschirm hier, der ist weg, der ist tot. Ich sehe jetzt auch nicht, mit wie viel ich lade. Ich sehe aber zumindest, dass ich hier lade, weil hier die grüne LED leuchtet. Und im Auto sehe ich 42 kW. Also, jetzt habt ihr es gesehen. Der Ladewahnsinn hier mit InCharge. 10-mal seine Kreditkartendaten eingeben. Bei 30 Grad hier in der prallen Sonne. Jetzt zeige ich euch mal das Ladeerlebnis hier. Da haben wir die Tankstelle. Da könnt ihr was zum Trinken holen, Eis, auf die Toilette gehen. Hier ist eine Autowaschanlage. Und das war's. Early the next morning. Diesmal haben wir bei der Hotelauswahl Glück, denn bei diesem Hotel gibt es eine Lademöglichkeit für das Elektroauto. Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier eine Wallbox von Haga. Das wird hier mit RFID aktiviert. Also man kann nicht einfach anstecken und das geht los. Ein Hotelmitarbeiter muss immer mit einer Karte kommen. Über 200, 300 Hotelgäste gibt es eine Wallbox. Das Allerbeste kommt aber erst noch. Der ganze Strom, den man hier bezieht, ist, ich will nicht sagen kostenfrei. Denn als ich den Mitarbeiter gefragt habe, hey, was kostet mich das Ganze? Dann hat er gefragt, bleibst du hier im Hotel? Übernachtest du hier? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Der hat gesagt, ja, dann ist es kostenlos. Und das ist cool, quasi in den Übernachtungskosten ist hier die Möglichkeit gegeben, sein Auto voll aufzuladen. Was haltet ihr denn so von Lademöglichkeiten speziell, wenn das im Preis inbegriffen ist? Ich kenne das von manchen Hotels, wo es wirklich Kilowattstunden genau abgerechnet wird, zu manchmal sehr uncoolen Preisen. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Much later. Guten Morgen zusammen. Die Tage in Griechenland lassen wir so langsam hinter uns und wir bewegen uns mehr oder weniger schnurstracks Richtung Deutschland. Wie sieht die Reiseplanung für heute aus? Wir fahren von Kavala aus los, beziehungsweise sind schon losgefahren. Wir werden dann nach Bulgarien reinfahren, fahren wir die gewohnte Strecke bei Sofia, dann Richtung Nice und dann hoch Richtung Palić. Die Ladestrategie, die ich mir für heute vorgenommen habe, ist eine Zwei-Stopp-Strategie. Und wo halten wir? Wir halten einmal in Dragoman an. Das ist kurz vor der serbischen Grenze bei Kia Charge. Dort haben wir auch mit dem EQB getankt. Gibt es euch auch ein Restaurant und einen Supermarkt. Der zweite Stopp wird dann die Ecke Jagotina, Laptovo. Das gibt halt dieses Auto her und darauf freuen wir uns riesig. Mit dem EQB mussten wir 3-mal bei der Rückreise laden. Denn die Strecke von Kavala ist ungefähr so ähnlich wie von Edirne
nach Palić, Kavala nach Palić. Und somit ist eigentlich genug gesagt. Liebling, ich würde sagen, dann ja, nehmen wir die Brille, wo auch immer sie gerade ist, hier und fahren Richtung Bulgarien, Richtung Sofia. Nach 336 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp angekommen, mit einem Rest-State of Charge von 11% bzw. 47 Kilometern. Und diesen Ladestopp kennen wir sogar und das zeige ich euch mal. Und zwar sind wir hier bei Kia Hypercharge, da waren wir schon 2023. Nur damals habe ich mit der Mercedes Me-Karte geladen, jetzt mache ich das einfach über die Kia Hypercharge App. So, dann nehmen wir hier einmal CCS1. Ich habe hier schon Konto erstellt, Zahlungsdaten hinterlegt. Machen wir mal Slide zu Start. Jetzt muss ich hier auswählen, wie viel die mir abziehen sollen. Meinen die damit jetzt KW oder KWH? Das ist ja spannend, aber wahrscheinlich ist damit KWH gemeint. Jetzt hat er gesagt, das, was zu viel bezahlt wird, wird dann einem zurückerstattet. Der hätte hier auch mehr nehmen können. Ich mag einfach Alpitronic-Ladesäulen. Das ist toll, 136 kW, wunderbar. Und jetzt zeige ich euch mal, wie hier das Ladeerlebnis aussieht. Haben wir dort einen Markt, hier ein türkisches Restaurant und dann hier so LKW-Parkplätze und das war's. Ich muss sagen, von Kia Charge können sich auf jeden Fall Charge und Go in Serbien eine Scheibe abschneiden, weil dort habe ich immer noch Geld auf mein Konto drauf und die buchen sich immer wieder was ab und ach, das ist einfach so furchtbar. Und das ist ein ziemlich cooles Bezahlmodell. Das gefällt mir sehr gut, denn der Ladesäulenanbieter möchte ja quasi sicher gehen, dass er sein Geld bekommt. Also hier hätte ich auch auf die 100 kW drücken sollen. Wie gesagt, Schreibfehler 100 kWh und hätte dann vielleicht für 70 geladen, jetzt nur als Beispiel. Und die restlichen 30 kWh werden mir dann wieder erstattet. Daumen hoch, Kia Charge, gefällt mir wirklich sehr gut. Freunde, es regnet. Und das ist total unangenehm. Also wir machen es ganz schnell. Der eine Ladevorgang mit 50 kWh wurde dann abgebrochen. Ich habe abgeschlossen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert. Verlängert er automatisch? Nein, er beendet es dann. Ist gut, dann habe ich nochmal einen Ladevorgang gestartet mit 50 nochmal. Mal sehen, ob ich es jetzt zurückerstattet bekomme. Dachte, komm, ich mache den Test jetzt schon mal, wenn ich hier bin. Wir aber sind jetzt bei 81%. Jetzt werden wir das Ganze hier einmal beenden. Und wir können jetzt den Stecker rausziehen. Jetzt mit einem State of Charge von 81% und respektiven 329 Kilometern fahren wir zu unserem zweiten Ladestopp. Nach 241 Kilometern sind wir nun bei unserem zweiten Ladestopp angekommen. Warum? Weil die Kinder haben einfach Hunger. Die können nicht mehr, die haben gesagt, Papa, nicht noch bitte weiter runterfahren, sondern bitte jetzt was essen. Wir haben hier eine Charge-and-Go-Ladesäule und da waren wir auch schon letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr. Und die starten wir und dann zeige ich euch hier das Ladeerlebnis für alle, die die anderen Videos noch nicht gesehen haben. Ich habe hier jetzt, glaube ich, den ersten Stecker genommen. Und spannend ist, dass es 89 serbische Dinar die Minute ist, ganz wichtig. Und dann drücken wir hier auf Start Charging. Dieser Display ist immer noch so heftig lediert wie eh und je. Mal sehen, ob das beim ersten Start direkt losgeht. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht geklappt hat. Please try again. Let's suppress rage. Okay, Device Error, unplug the cable und wait for further message. Also versuchen wir es auf ein neues. So, jetzt nehmen wir den Zweier. Plug-in, alles klar. Dann machen wir einmal Start. Okay, jetzt hat er einen Fehler gegeben. Mein Gott. Ah, okay. Jetzt sehe ich aber hier am Display was. Also ist jetzt ultra skurril. Was ein Stress. Ich hasse es, ehrlich. Und es ist immer noch bei 52,9 kW. Ja, was soll ich sagen, meine Damen und Herren? Am Ende habe ich versucht, 4-mal hier an der Säule mehr Ladeleistung zu erhalten. Aber ich habe niemals die 60 kW erreicht oder mehr und bin immer in dem 50er-Region hier rumgedümpelt. Deshalb habe ich es irgendwann auch sein gelassen, bin dann zu meiner Familie, habe mich abgeregt und dann mussten wir einfach hier ein paar Minuten länger warten als nötig. 2000 years later. Beim Essen habe ich mir jetzt
Gedanken gemacht über die Situation hier, dass die Ladesäule hier nicht einmal 60 kW gibt, ist kein Bug, sondern ein Future. Denn ich hatte euch ja vorhin gesagt, hier wird nach Minuten abgerechnet. Und wenn man nicht so viel kW ziehen kann, dann dauert der Ladevorgang halt länger. Ein Schelm, wer sich dabei was Böses denkt. Also schreibt mir dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Also so kann man es natürlich auch machen. So kann man auch sein Geld verdienen. Meine Frau übernimmt jetzt das Steuer und mit einem State of Charge von 84% machen wir uns jetzt auf den Weg Richtung Palić. Nach 293 Kilometern sind wir nun an unserem Ziel in Palić angekommen, mit einem Rest State of Charge von 12% bzw. 54 Kilometern. Wir sind noch nie auf dem Rückweg so früh in Palić angekommen. Tatsächlich sind sogar Ideen hier im Auto rumgegeistert, wo wir gesagt haben, hey, sollen wir nicht einfach durchfahren? Egal, dann gehen halt die 60, 70, 80 Euro für die Reservierung flöten. Dann werden wir halt morgens, also nachts, dann daheim, aber dann haben wir gesagt, nee, das ist jetzt nicht wert. Wir haben jetzt 18:40 Uhr, das heißt, wir gehen jetzt hier im Restaurant was essen. Ich kann auch hier anstecken, diesmal ist es frei. Das heißt, morgen früh kann ich damit 100% starten. Cool ist, im Vergleich zu letztem Jahr bei der Rückreise haben uns hier 2 Ladestopps gereicht. Letztes Jahr haben wir dafür 3 Ladestopps gebraucht. Dadurch, dass wir jetzt so früh in Palić angekommen sind, werden wir jetzt hier kurz was essen, kurz was trinken, ins Hotel gehen, früh schlafen und wahrscheinlich morgen früh sehr früh aufstehen, vielleicht zwischen 4 und 5, sodass wir dann jetzt nicht allzu spät in Gaggenau sind und vielleicht noch der ein oder andere Einkauf erledigt werden kann, weil der Kühlschrank ist komplett leer. Somit ist auch dieser Tag abgeschlossen. Early the next morning. Guten Morgen zusammen. Unser Plan, früh schlafen, früh aufwachen, ist sehr gut gelungen. Wir sind wirklich gut erfrischt. Das Zimmer war ein Tick zu warm, aber sonst lieber so als zu kalt. Jetzt sind wir schon unterwegs Richtung serbisch-ungarische Grenze. Wir sind wahrscheinlich in einer Viertelstunde da, beziehungsweise in 8,5 Kilometern. Das ist soweit so gut. Das Auto hat einen State of Charge von 100% gehabt. Ich habe es dann vom Restaurant abgeholt. Hat wunderbar geklappt. Diesmal haben wir auch damit Glück gehabt. Wie sieht jetzt die Planung für heute aus? Wir fahren jetzt von Palić Richtung Ungarn, dann an Kecskemét vorbei, Budapest, Győr. Danach fahren wir nach Österreich rein, einmal quer durch Österreich durch. Dann kommen wir im Osten von München raus, einmal durch München entlang, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe und dann zu Hause. Und jetzt, Liebling, halt mal kurz hier an das Navi bitte dran. Was schlägt uns jetzt das Ford-Navi vor, wie wir nach Hause kommen? Er sagt, wir sollen einmal hier bei Ionity laden, dann einmal bei Da-E-Mobil und einmal nochmal bei Ionity. Bei der Hinfahrt haben wir nur 2 Ladesäulen gebraucht. Jetzt schlägt uns 3 Ladesäulen vor. Das war's. Jetzt ziehen wir uns keine Sonnenbrille auf, weil es noch viel zu dunkel dafür ist und fahren mit voller Konzentration und guter Motivation und guter Stimmung Richtung Deutschland. Nach 381 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp angekommen. Ich bin maximal durch, jeder ist durch. Wir haben noch 3% und 16 Kilometer. Und jetzt laden wir hier in Österreich mal auf. Wir sind hier bei Smartrix NBW und natürlich meinen Lieblingsladesäulen, die Alpitronics. Ziemlich cool ist, dass wir Ungarn komplett ladestoppmäßig übersprungen haben, einfach in Nordserbien gestartet sind und jetzt am Anfang von Österreich direkt laden können. Unvorstellbar mit dem EcoBet. Und jetzt zeige ich euch hier mal das Ladeerlebnis. Wir haben hier mehrere Ladesäulen, also 8 Ladepunkte. Dann haben wir hier einen Billa. Gegenüber haben wir das Goldene M, eine Tankstelle und dann tatsächlich noch weitere Einkaufsmöglichkeiten. Teddy, Penny und so weiter, DM. Also eigentlich ziemlich cool. Genau solche Ladeorte bevorzuge ich total, weil kann ja sein, dass man was vergessen hat, die Kinder irgendwas brauchen oder manche sind mit Babys unterwegs und dann hat man einen Schnuller vergessen oder so. Und dann kann man das Ganze hier an so einem tollen Ladeort dann auch einkaufen und einpacken und mitnehmen. Und wir schauen mal ganz kurz, mit wie viel kW der Ford Capri hier lädt.
137 kW, wunderbar, genau das wollen wir sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt, dadurch, dass wir was gegessen haben, uns Kaffee geholt haben, sind wir bei einem State of Charge von 86% und damit beenden wir die ganze Geschichte. Ihr seht hier auch nochmal die ganzen Daten, was er jetzt geladen hat, inklusive Ladeverluste und so weiter. Mal sehen, ob wir 3 Stopps brauchen oder das Ganze auch mit 2 Stopps klappt. Nach 210 Kilometer haben wir noch eine Restreichweite von 38% bzw. 166 Kilometer. Aber wir müssen jetzt dringend eine Pipi-Pause machen. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und laden hier kurz. Wir sind hier bei Ionity. Ich glaube, ich hatte Plug and Charge bei mir aktiviert. Und tatsächlich hat er schon angefangen zu laden. Okay, das ist ja stark. Aber das mit Plug and Charge, daran könnte ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Also es wird eine ganz kurze Pause. Ich denke, vielleicht 10 Minuten hinlaufen, kurz frisch machen, zurücklaufen, abstecken. Aber bevor ich mir gleich in die Hosen mache, möchte ich euch ganz kurz hier das Ladeerlebnis zeigen, weil es ist schon ziemlich cool. Achtung! Wir sind, ich glaube, bei St. Valentin oder so und wir haben hier eine Armada von Schnellladesäulen. Also wenn ich das so nachrechne, das sind 16, 18 plus die 4 Ladepunkte hier, also 22 Ladepunkte. Ich merke gerade, ich glaube, das sind für E-LKWs gedacht. Ich glaube, der Elektro-Trucker würde hier sehr gerne laden. Oh, und ich sehe gerade, hinter mir sind auch noch 2 Ladesäulen. Wie gesagt, bevor ich mich hier einnässe, wollte ich euch aber gerne mal gezeigt haben. Nach 232 Kilometer sind wir nun bei unserem eigentlich zweiten richtigen Ladestopp angekommen. Wir haben noch einen Rest State of Charge von 10% und 41 Kilometer. Und jetzt laden wir das Ganze mal auf. Wir sind jetzt hier bei Ionity. Hier geht auch Plug and Charge. Dann probieren wir das mal mit den Alpitronics. Und das Ganze wurde automatisch autorisiert. Also daran könnte ich mich echt gewöhnen. Das gefällt mir sehr gut. Während das Ganze hier aufbaut, zeige ich euch mal hier das Ladeerlebnis. Wir sind hier in Parsdorf und wir haben dort ein paar Ionity-Ladesäulen, hier ein paar. Sonst, dort hinten gibt es ein bisschen Fastfood. Toilettentechnisch wird es hier wahrscheinlich schwierig. Müssen wir wahrscheinlich zu den Fastfood-Läden rüberlaufen. Keine Tankstelle, nichts. Wir bekommen hier schon direkt die 104, 108 kW. Ja, das sieht schon mal super aus, perfekt. Beim Laden habe ich dieses Schild entdeckt und da kann man sehr gut sehen, wo man hier Toiletten findet. Oder sogar was zu essen und Kaffee. Das könnten Sie gern bei jedem Ladeort aufstellen. Wir sind hier bei 86% und hier habt ihr auch nochmal die ganzen Zahlen und Daten, was wir jetzt geladen haben. Hier auch nochmal die Ladekurve, sehr spannend, dieser Zickzack. Und die 86% bedeuten hier 378 Kilometer Reichweite und damit hoffen wir einfach zu Hause anzukommen. Los geht's! Nach 322 Kilometern sind wir nun zu Hause angekommen mit einem Rest State of Charge von 12% bzw. 65 Kilometern. Spannend wird jetzt der Langzeitzähler, den ich ja bis hierhin euch, sag ich mal, vorenthalten habe, einfach, dass es spannend wird und das zeige ich euch jetzt. Und da habt ihr den Langzeitzähler. Wir sind fast 7000 Kilometer gefahren. Das runden wir jetzt einfach mal auf. Und wir haben wahnsinnige 17,9 Stunden hin bis in der Türkei und zurück. Einfach als kompletten Durchschnitt. Und das haut mich maximal um. Wie ihr es auch mitbekommen habt, dieses Auto, kann man sagen, hat sehr viel Ausdauer. Schon fast mehr Ausdauer als wir, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Naja, wir werden auch von Jahr zu Jahr nicht jünger, sondern eher älter. Und das hilft dann auch nicht. Wenn die Elektroautos 600, 700 Kilometer machen können, das ist schön. Aber zumindest wir beide sind einfach dafür nicht gemacht. Wir brauchen eher öftere Pausen, dafür kleinere. Ich denke, für uns das perfekte Auto wäre eins mit 800 Volt, wo wir dann einfach alle 250 Kilometer anstecken, kurz die Viertelstunde laden, egal wie viel, weil wir dann wieder nach 250, 300 Kilometer allerspätestens dann nochmal anstecken würden. Das wäre, denke ich, auf jeden Fall das perfekte Auto für uns, so als Familie. Und jetzt kommen wir zur zweitspannendsten Info. Und zwar, was hat dann der ganze Roadtrip hier mit dem Ford Capri in die Türkei
hin und zurück im Jahre 2025 gekostet. Die Slides dazu seht ihr in ein paar Sekunden. Ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss angeschaut habt. Schreibt mir sonst jede andere Art von Kommentar, Anregung, Kritik unten rein. Wir lesen sie alle und werden dann dementsprechend antworten. Lasst gerne ein Like da, teilt gerne dieses Video als Inspiration für andere Menschen, damit sie sehen, dass das wirklich nicht so schwer ist. Wir haben es jetzt schon zum 3. Mal gemacht. Also es kann nicht so schwer sein. Ich koche auch nur mit Wasser. Somit ist alles gesagt. Wir gehen jetzt rüber zum allerletzten Slide, zu den Kosten.